Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Burg Vogtsberg. Als Besitz der Vögte von Straßberg wurde die Burg 1249 das erste Mal in einer Urkunde erwähnt. Gern möchte ich euch jetzt die Kernburg mit Palas, Wehrmauer und Bergfried etwas genauer vorstellen. Im 12. Jahrhundert setzte Kaiser Friedrich I. Barbarossa zur Sicherung seiner Herrschaft die ersten Vögte als Verwalter seiner östlichen Reichswaldgebiete ein. So waren auch die Vögte von Straßberg Reichsministeriale, deren Besitztümer sehr nahe an denen der konkurrierenden Vögte von Plauen gelegen waren. Die Straßberger führten Siedler ins Land und organisierten die Rodungen. Die Burg Straßberg, die an der Stelle der heutigen evangelischen Kirche im Ortsteil Straßberg der Stadt Plauen stand, wurde von ihnen als Stammsitz und Herrschaftsmittelpunkt angelegt und war die Ausgangsposition für die Anlage neuer Dörfer um Oelsnitz und Vogtsberg. Nach dem Tod von Vogt Heinrich von Straßberg teilten sich dessen 3 Söhne Reinbot, Erkenbert und Eberhard im Zeitraum von 1232 bis 49 das Straßberger Erbe auf. Reinbot und Erkenbert blieben in Straßberg, während Eberhard eben den Besitz um das Dorf Oelsnitz erhielt. Eberhard von Straßberg errichtete die 1317 erstmals beurkundete Burganlage im Zeitraum von 1232 und 1240. Eine erste Nennung von Eberhardus de Vogtsberg befindet sich in einer Urkunde von König Wenzel von Böhmen vom 7. Februar 1249, in der eben jener Eberhard von Vogtsberg mit dem Siegel seines Vaters als Zeuge auftritt. Die historische Kernburg bestand aus dem Palas, dem Wohnbau der Vögte mit Stuben im Erdgeschoss, einem großen Saal im oberen Stockwerk und Vorratsräumen im Keller. An der Ostseite des Palas befand sich eine Hofstube für das Gesinde, die in späteren Jahrhunderten im heutigen Fürstensaal aufging. Das einzige andere steinerne Gebäude war der Bergfried, der mit einem Durchmesser von 10 Metern über 30 Meter hoch gewesen sein muss. Er ist der einzige Bauteil, der in die Anfangsphase der straßbergisch-vogtsberger Herrschaft zurückreicht. Er musste aber auch viele Umgestaltungen über sich ergehen lassen. Dabei wies das Mauerwerk aus Knotenkalk eine Stärke von 3,5 Metern auf. Schließlich umfasste eine hohe Wehrmauer bereits bauzeitlich sowohl das Kernburggelände als auch den Vorhof, der landwirtschaftlich genutzt wurde. Bemerkenswert war wahrscheinlich das bauzeitliche Erscheinungsbild des Bergfrieds, der durch das Mauerwerk aus hellgrauem bis weißen Knollenkalkstein besonders bei Sonnenschein wohl nicht nur aufgrund seiner Höhe seine Umgebung überstrahlte und weithin sichtbar war. Nach den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges erfolgten Aufbau- und Umbauarbeiten, die insbesondere auch die Bedachungen betreffen. Hierbei muss wohl auch dem Bergfried eine neue zeittypische Bedachung gegeben worden sein.
Im frühen 13. Jahrhundert gab es unruhige Zeiten. Der Papst hatte 1246 Kaiser Friedrich II. Für abgesetzt erklärt und veranlasste, dass die oppositionellen deutschen Fürsten Heinrich Raspe, den Landgrafen von Thüringen, zum Gegenkönig wählten. Die Vogtsberger Bauherren hatten im frühen 13. Jahrhundert besonders die Wehrhaftigkeit der Anlage im Sinn. Die ursprüngliche Burganlage war eine militärische Festung, die durch 6 bis 8 Meter hohe Wehrmauern mit Schießscharten geprägt war. Wohnung und Repräsentation waren der Verteidigung untergeordnet. Die Vorburg diente mit hölzernen Verschlägen, Schuppen und Ställen der Landwirtschaft. Die Zwingermauer mit den bis heute erhaltenen 5 Bastionen für Geschütze wurden erst nach 1356 errichtet. Heinrich I. von Plauen ordnete zielstrebig die kleineren Reichsministeriale seiner Herrschaft unter. Dem widersetzten sich die Strassberger entschieden und verloren dabei ihren Stammsitz mit den zugehörigen Gütern. So war bis zum Ende des 14. Jahrhunderts ihr Untergang besiegelt. 1357 wurde Vogtsberg zum Wettinischen Amt. Denn durch den Vogtländischen Krieg von 1354 bis 57 verloren die Vögte von Weida, Gera und Plauen den Großteil ihres Besitzes an Kaiser Karl IV. Und die Wettiner. Vogt Heinrich III. Von Plauen erweiterte nach 1300 die Burg mit 2 zusätzlichen Rundtürmen, den Westturm und den Südturm. Und er baute den Palas und Bergfried weiter aus. Die Georgskapelle wurde 1327 zuerst als alleinstehendes Gebäude errichtet und in die Wehrmauer eingebunden. Die hochgotische Bausubstanz der Kapelle ist in Form von Spitzbogenfenstern und Kreuzrippengewölbe weitgehend original erhalten. Unser Blick fällt nun auf den dicken Eckturm auf der Westseite. Sein unterer Teil gehört noch zur ältesten Substanz. In ihm findet sich eine Schlitzscharte sowie eine kleine Öffnung nach außen. Der obere Teil des Turmes ist stark erneuert, deshalb ist die Anordnung der Scharten nicht mehr bestimmbar. Der Westturm dürfte als Wohnturm konzipiert worden sein. Er trägt im Erdgeschoss eine Spitzbogentür zum Burghof zu mit Granitgewände, die ursprünglich mehrere Meter über dem Felsen lag. Auch im Obergeschoss wurde eine Spitzbogenöffnung entdeckt. Als der Westturm hinzugefügt wurde, mussten die bis dahin bestehenden Apportnasen entfernt und auf einer anderen Stelle neu errichtet werden. Der Rest eines der ursprünglichen Apportnasen aus der Zeit vor 1300 ist rechts neben dem Westturm heute noch sichtbar. Diese Apporte wurden nicht von den alten Rittersleuten benutzt, sondern von dem vornehmen Amtshauptmann, seiner Familie und Amtspersonen. Am Eckturm zeigt sich eine Aussparung, ebenso an der Burgmauer. Dort war anscheinend der Vogelbauer, ein früherer Vogelkäfig, zum großen Saal hin. Er stammt aus der Bauphase von 1505 und die Zweckbestimmung dieses Anbaus ist heute unklar. Der Eingang zum Vogelkäfig ist heute in ein Fenster umgewandelt. Der Ostflügel wurde ab 1356 angebaut, denn die Burg gelangte nach dem Vogtländischen Krieg in den Besitz der Markgrafen von Meißen. 1378 wurde Schloss Vogtsberg dann kurfürstliches Amt.
Im Verlauf der wettinischen Herrschaft wurde die Burg mit 5 Bastionen und einem Zwinger an der Angriffsseite ausgebaut, um den Fortschritten in der Waffentechnik wie zum Beispiel Kanonen gerecht zu werden. 1505 wurde der Westflügel angebaut, der sich an die Nordseite des Palas und den Westturm anschloss. 1525 flüchteten viele Adlige der Umgebung aus Angst vor den Bauernunruhen im Vogtland auf die Burg. Im Kriegsjahr 1632 wurde sie von den kaiserlichen Truppen des Generals Heinrich von Holck völlig ausgeplündert und beim wiederholten Durchzug anschließend in Brand gesteckt. Zuvor erlangte Heinrich IV. Von Plauen, Burggraf von Meißen, 1547 die Burg. Seine Söhne verpfändeten 1560 die Ämter Vogtsberg und Plauen an den sächsischen Kurfürsten. 1563, 3 Jahre später, nimmt Kurfürst August I. von Sachsen das eingelöste Pfand Vogtsberg in Besitz. Die einzigartige Schösserstube aus dem Jahr 1637 präsentiert sich mit einer aufwendig bemalten, frühbarocken Holzbalkendecke, Wandmalereien, einem originalen hölzernen Wandschrank und einer erhaltenen Fensternische. In diesem Raum befand sich die Amtsstube. Der Amtsschösser hatte seine Wohnräume und Amtsräume auf der Burg. Im Mittelalter bezeichnete man so den Steuereintreiber. Die Abgaben von den Oelsnitzern wurden hier entrichtet und die Abgaben, welche die Vogtländer im oberen Vogtland leisten mussten für Türkenfeldzüge und die Unterhaltung des wettinischen Hofes in Dresden. Seit 1674 gab es in Oelsnitz und Vogtsberg ein fürstliches Bergamt. In der Nähe von Vogtsberg wurden Zinnvorkommen in Lauterbach abgebaut. An den Landesherrn mussten die Einnahmen durch den Verkauf abgeführt werden. Dies verwaltete der Amtsschösser. Später residierte hier auch ein Landrichter und übte die Gerichtsbarkeit aus. Direkt an die Schösserstube angeschlossen erzählt das ebenfalls aufwendig ausgemalte Turmzimmer mithilfe seiner erhaltenen Metallverankerungen an der Decke von seiner einstigen Doppelnutzung als Vorratskammer und Speisezimmer. Der Palaskeller ist genauso alt wie die Burg. Dieser Keller war bis zum Brand im Jahre 1641 mit einer Holzbalkendecke versehen. Um die Keller vor Bränden und kriegerischen Auseinandersetzungen zu schützen, wurde beim Wiederaufbau des Schlosses 1644 das heute noch erhaltene Kreuzgratgewölbe eingebaut. Dass diese Gewölbe nicht aus der Errichtungszeit stammen, sieht man an den zugemauerten Fenstern. Seit jeher ist die Sehnsucht der Menschen groß, vernünftige Regelungen für das Zusammenleben zu finden. Dies wurde beeinflusst von historischen Gegebenheiten, den besonderen Lebensumständen und war stark abhängig von den jeweiligen Machtverhältnissen in der Gesellschaft. Schon vor mehr als 600 Jahren gehörte schließlich fast das gesamte Gebiet der späteren Amtshauptmannschaft Oelsnitz dazu, dessen Verwaltung vom Schloss Vogtsberg aus erfolgte.
Angst und Schrecken flößten Burgverlies und Folterkammer ein. Gefürchtet waren die peinlichen Fragen, die Scharfrichter und Henkersknechte zu mancherlei Grausamkeit gegenüber den bedauernswerten Missetätern veranlassten. Auch im Schloss Vogtsberg gab es eine sogenannte Marterstube. Im Jahr 1501 wird sie als ein lichtloses, verschwiegenes Gewölbe beschrieben. 1 Groschen gab man dem Henker für Licht zur Frage. Während der scharfen Frage stärkten sich der Scharfrichter und sein Geselle mit Wein. 15 Groschen und abermals 8 Groschen 3 Pfennige hat der Scharfrichter mit seinem Knecht in Wein vertrunken. Mit dem Anbau des Westflügels im Jahre 1505 entstanden diese beiden Kellerräume. Die mit einem Tonnengewölbe versehenen Räumlichkeiten wurden während der Gefängnisnutzung des Schlosses als Leichenkeller genutzt. Das heutige Fenster zum Hang wurde extra dafür als Tür durch die starke Außenmauer gebrochen, um die Leichen runterzuwerfen. Unten wurden sie auf einen Wagen geladen und auf einen Friedhof gebracht. Die Treppe im Vorkeller ist der Rest des ehemaligen Treppenhauses, das bis 1898 in das Obergeschoss führte. In den mittelalterlichen Gewölberäumen der Kernburg wird heute eine Ausstellung kostbarer Mineralien aus dem sächsischen Vogtland gezeigt. Bekannt ist die Region für ihre Edelsteine, wie zum Beispiel der Rauchquarz, Jaspis oder der Topas, der berühmte sächsische Diamant vom Schneckenstein. Der Fürstensaal ist nicht nur der größte Raum innerhalb der mittelalterlichen Kernburg, sondern zugleich neue Heimat des von Tizian geschaffenen lebensgroßen Bildnisses der Erzherzogin Katharina von Österreich. Freigelegte historische Bausubstanz ermöglicht hier, wie in zahlreichen anderen Räumen der Burg, einen ganz besonderen Blick in die Vergangenheit. Der Fürstensaal besteht aus dem Obergeschoss des 1356 errichteten Ostflügels. Er bestand ursprünglich aus 2 Räumen. Im hinteren Drittel zur Südseite befand sich die ehemalige Hofstube und Gesindeunterkunft, die nur vom Rittersaal bzw. über eine Freistiege vor Anbau des Ostflügels aus zugänglich war. Die Hofstube wurde unmittelbar nach Errichtung des Palas erbaut. Bis zur Errichtung des sogenannten Fürstensaals wurde der vordere Teil als großer Saal bezeichnet. Von hier aus war auch der Zugang zur St. Georg-Kapelle. 1774 wurde der Fürstensaal durch Abbruch der Mauer zwischen ehemaliger Hofstube und dem Saal neben der Kapelle errichtet. 1898 wurde die Decke zwischen Ober- und Untergeschoss entfernt, um eine Gefängniskirche zu errichten. Der Zugang zur St. Georg-Kapelle war danach nur noch über eine Galerie im Obergeschoss möglich. Im Jahr 2001 wurde wieder eine Zwischendecke eingezogen und der Fürstensaal wiederhergestellt. An der Ostwand des Saales befindet sich die gotische St. Georgskapelle aus dem Jahr 1327. Sie wurde von Vogt Heinrich III. Von Plauen an die äußere Wehrmauer der Ostseite gebaut und war dem heiligen Georg gewidmet. Bis zum Anbau des Ostflügels war der Zugang nur über eine Stiege möglich. Die Kapelle ist mit Kreuz- und Sterngewölbe versehen. Spitzbogenfenster und die Sakramentnische weisen auf die Gotik hin. Gotische Burgkapellen in diesem Erhaltungszustand sind im westsächsisch, thüringisch und böhmischen Raum äußerst selten.
Später, um 1900, wurde die St. Georgskapelle für das Gefängnis als Anstaltsarchiv und als Orgelraum umfunktioniert. Die Kapelle beherbergt eine Reihe an Kunstschätzen, darunter ein Tafelgemälde aus der Werkstatt von Lukas Cranach den Älteren. Ein würdiger Höhepunkt für die St. Georgskapelle war der 20. September 2007. In einem feierlichen Empfang übergaben der Unternehmer Edmund Meiser eine Skulptur des heiligen Georg an die Stadt Oelsnitz. Die aus dem 15. Jahrhundert stammende Statue mit originaler Farbfassung hat nun einen ehrwürdigen Platz auf Schloss Vogtsberg gefunden. Mit der Ausstellung Kinder für die Macht betreten wir eine Galerie hochherrschaftlicher Hoheiten. Es war der Zufall, der Katharina von Österreich nach Vogtsberg brachte. Nie war sie selbst im Vogtland. Als Tochter des Kaisers Ferdinand I. gehörte sie zur Familie der Habsburger, aus der vom ausgehenden Mittelalter an über Jahrhunderte die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches hervorgingen. Vor allem durch diplomatische Hochzeiten erhielten die beiden Haupt- und einige Nebenlinien dieses alten Adelsgeschlechts Einfluss an fast allen Herrscherhäusern Europas, von Spanien über die Niederlande bis nach Polen. Nachforschungen ergaben dabei, dass die auf Machterhalt und Machtvergrößerung ausgerichtete Heiratspolitik der Habsburger auch bis ins sächsische Kurfürstentum und nach Vogtsberg führte. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun wieder spannende Details über das Schloss und die Burg Vogtsberg erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!